Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zum Canon Stereo Richtmikrofon, dem DME1D. Ich habe das Mikrofon jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ich habe das auch für meinen Fotopia-Besuch, wo ich es an der R8 dran hatte, benutzt. Also wo ich da ein bisschen meinen Besuch gevloggt habe. Und ja, ich wollte euch jetzt einfach mal so ein kleines Beispielvideo zeigen, was so tonmäßig mit dem Mikrofon geht. Ich habe das Ganze hier an der Canon R8 oben montiert. Habe einen kleinen ND-Filter drauf, das ist 1535. So vom Gewicht her geht es noch zum Vloggen, aber es geht ja primär erstmal um den Sound. Das R1D ist ja ein Stereo-Richtmikrofon. Das heißt, ihr habt erstmal zwei Soundkanäle, eben Stereo, rechts, links. Ihr könnt das Ganze aber auch umstellen, sodass ihr das Ganze im Mono-Modus verwendet. Und das passiert, wenn ihr es im Shotgun-Modus verwendet, so wie ich das jetzt hier gerade mache. Das eignet sich primär erstmal fürs Vloggen. Das heißt, alles vor der Kamera wird schön deutlich aufgenommen und alles, was so ein bisschen hinter der Kamera passiert, wird da ja nicht direkt vom Mikrofon erfasst und deswegen stört euch das einfach dann nicht auf der Tonspur. Ihr habt aber noch zwei weitere Modi, und zwar sind es der 90 Grad Stereo-Modus und der 120 Grad Stereo-Modus, wo ihr dann einfach mehr von der Umgebung einfangen könnt. Und ich möchte euch da jetzt nicht mit Spezifikationen vollballern, die könnt ihr nämlich ganz einfach im Internet nachlesen. Auf der Canon-Seite findet ihr da alle technischen Daten, welche ihr da braucht. Ich möchte euch einfach nur mal zeigen, ja, Audio-Samples bieten, wie das Ganze dann wirklich an der Kamera so performt, und das mache ich jetzt eben. Ich laufe jetzt hier gerade ein bisschen, ich bin da mit der Mila unterwegs, wir machen unsere kleine Nachmittagsrunde. Ich habe mir gedacht, ich nehme das Ganze jetzt einfach mal mit, mache hier ein paar Sound-Samples, dass ihr einfach live mitbekommt, wie sich das Ganze so anhört. Um die Soundqualität richtig bewerten zu können, empfehle ich euch da jetzt einfach Kopfhörer aufzuziehen, am besten gute Kopfhörer, sodass ihr auch wirklich alles raushört. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier in dem Shotgun-Modus, also Mono mit Shotgun nach vorne vor die Kamera. Ich bin jetzt hier ein bisschen auf dem Feld unterwegs. Ich denke, ihr werdet so ein bisschen ab und zu mal einen Vogel hören oder so. Die sind hier überall so ein bisschen unterwegs. Aber primär geht es natürlich darum, wie meine Stimme eingefangen wird. Und deswegen rede ich da jetzt auch einfach ein bisschen, dass ihr da ja was mitbekommt. Ich habe das Ganze eingepegelt zwischen -12 und -6 dB, so wie es eigentlich auch sein sollte, dass da nichts übersteuert wird und so weiter. Und das sollte eigentlich auch die Einstellung sein, welche ihr verwenden solltet. Das Mikrofon selbst funktioniert ja ohne Kabel direkt über den Multifunktions-Hot Shoe an der Kamera. Das ist also auch nicht von allen Kameras unterstützt. Da solltet ihr schauen, dass ihr da auf jeden Fall eine passende Kamera dazu habt. Wenn ihr das aber habt, dann habt ihr einfach den Vorteil, das Mikrofon lässt sich auf der Kamera oben befestigen und ihr braucht überhaupt gar kein Kabel dazu. Ihr könnt dann auch direkt am Mikrofon über den Menü-Button in das passende Mikrofonmenü gehen und könnt euch da das Mikrofon in der Kamera direkt richtig konfigurieren. Wie gesagt, ich bin hier mit der Mila unterwegs und die hat hier auch so eine kleine Rassel in der Hand. Das heißt, es könnte sein, dass ihr da so ein paar Rasselgeräusche im Hintergrund habt. Ich benutze es ja, wie gesagt, im Shotgun-Modus und stelle das Ganze jetzt einfach mal auf Stereo 120 Grad um, damit ihr auch da einen Unterschied hören könnt, wie das Ganze von jetzt Shotgun auf Stereo 120 Grad, was das eben für einen Unterschied macht und was da für Umgebungsgeräusche eingefangen werden. Hier jetzt also im 120 Grad Stereo-Modus, und ich gehe mal davon aus, dass ihr geräuschmäßig auf jeden Fall wahrscheinlich einen Unterschied hören werdet. Wir haben hier so ein bisschen da hinten, dort ein paar Autos, die ab und zu mal vorbeifahren. Hier fliegen ab und zu auch ein paar Flieger drüber, und wir haben natürlich hier im Wald die Vögel, die auch ein paar Geräusche machen. Da kann es also gut sein, dass man jetzt die Umgebung schon deutlicher wahrnimmt. Wie gesagt, über den Multifunktionsschuh holt sich die Kamera den Sound vom Mikrofon direkt ohne Kabel, und ebenso findet da auch die Spannungsversorgung vom Mikrofon statt. Also ihr braucht auch keine Batterien oder sowas im Mikrofon, das wird alles über die Kamera versorgt. Ich habe da jetzt auch in der ganzen Zeit nicht wirklich einen Unterschied in der Batterielaufzeit feststellen können, wenn ich das Mikrofon verwende. Also da werdet ihr euch wahrscheinlich keine Sorgen drüber machen müssen. Das Ganze ist vom Handling her an der Kamera auch schon sehr angenehm. Das Mikrofon wiegt nur, ich glaube, 136 Gramm oder so. Macht jetzt also nicht so den großen Unterschied, ob ihr das auf der Kamera nutzt oder nicht. Ich habe jetzt mal noch in den 90 Grad Stereo-Modus gewechselt, dass ihr auch den mal beim Vloggen hören könnt, ob ihr da vielleicht einen Unterschied feststellen könnt. Das Mikrofon an sich ist sehr gut verarbeitet, macht also einen wertigen Eindruck. Da wackelt nichts, und ich denke, ihr hört hier jetzt beim Laufen auch nichts, was da irgendwelche Erschütterungen oder sowas erzeugt.
Das ist also sehr gut. Das Ganze kommt mit einem Dead Cat Windschutz. Also ihr habt da normalerweise auch mit normalem Wind kein Problem. Hier geht so ein bisschen ein Lüftchen. Es ist jetzt kein starker Wind, aber ich gehe mal davon aus, ihr werdet davon überhaupt gar nichts mitbekommen. Jetzt nochmal im Shotgun Mono Betrieb. Ich gehe jetzt mal da runter an die Enz. Das ist ein kleiner Fluss und nehme da nochmal alle 3 Modi auf, sodass ihr da so ein bisschen den Unterschied hören könnt, wenn ein bisschen Wasser im Spiel ist. Weil hier so in der Natur, da kann es ja auch einfach sein, es ist jetzt hier nicht wirklich laut, dass ihr da vielleicht gar keinen großen Unterschied gehört habt. Schauen wir mal, was sich da unten so ergibt. Und natürlich zeige ich euch jetzt auch noch kurz, wie sich der Sound verhält, wenn man einmal ums Mikrofon rumläuft. Also zum Beispiel wie jetzt hier vor der Kamera steht. Ich bin jetzt ungefähr 50 cm von der Kamera weg. Werde jetzt einmal drum rumlaufen und dabei ein bisschen was reden, damit ihr einfach hört, wie sich der Sound verhält, wenn ich jetzt da rumlaufe und eben auch hinter der Kamera steht. Ich bin jetzt hier im Shotgun Mono Modus. Ihr werdet also gleich merken, dass wenn ich hinter der Kamera bin, sich das Ganze ein bisschen anders verhält. Deswegen fangen wir einfach mal an. Ich bin jetzt wie gesagt vor der Kamera. Jetzt bewege ich mich hier rum, bin jetzt 90 Grad seitlich zur Kamera und jetzt schon hinter der Kamera. Und jetzt solltet ihr deutlich hören, dass ihr meine Stimme einfach viel weniger hört. Jetzt bewege ich mich weiter rum. Jetzt bin ich wieder 90 Grad von der Kamera an der Seite und jetzt wieder vorne. Und hier solltet ihr mich einfach am deutlichsten hören können, weil eben das Mikrofon nach vorne gerichtet ist. Das Ganze mache ich jetzt mal in allen Modis durch. Jetzt im 90 Grad Stereo-Modus und wenn ich mich jetzt um die Kamera rumbewege, dann solltet ihr schon deutlich merken, dass wir jetzt hier bei 90 Grad die Stimme immer noch gut hören können. Ich gehe davon aus, jetzt bei 180 Grad, also hinter der Kamera, hört ihr mich immer noch relativ gut, zumindest besser als im Shotgun-Modus. Jetzt wieder bei 90 Grad und ich bewege mich wieder nach vorne. Jetzt solltet ihr mich natürlich wieder am besten hören können. Das war wie gesagt der 90 Grad Modus hier und der 90 Grad Stereo Modus und jetzt gehen wir mal noch zum 120 Grad Modus. Hier jetzt also noch im 120 Grad Stereo Modus. Ich bewege mich wieder um die Kamera rum, bin jetzt bei 90 Grad. Ihr solltet da also wieder mich deutlich besser verstehen als im Shotgun Modus. Bin jetzt hier schon bei 180 Grad, also wieder hinter der Kamera. Und da solltet ihr mich schon sehr gut verstehen, gehe ich zumindest davon aus. Ich werde es ja dann gleich hören. Und jetzt wieder bei 90 Grad und nach vorne bewegend solltet ihr mich natürlich wieder am besten verstehen können. So, das war jetzt der Test einmal ums Mikrofon noch rum. Ich denke, ihr solltet da schon einen Unterschied feststellen können. Und jetzt noch ein kurzer Test, wenn ich mich einfach ein paar Meter von der Kamera entferne. Also ich stehe jetzt ungefähr 50 cm davor. Wenn ich mich jetzt nach hinten bewege, dann sollte die Stimme natürlich leise werden. Wir sind jetzt im Shotgun-Modus, da sollte das Ganze noch relativ gut sein. Ich bin jetzt hier 3-4 Meter weg, komme jetzt wieder auf die Kamera zu und da solltet ihr mich dann natürlich deutlich besser verstehen können. Jetzt machen wir das Ganze wieder im 90 Grad Stereo Modus und im 120 Grad Modus und da solltet ihr dann auf jeden Fall auch einen Unterschied hören können. Jetzt also im 90 Grad Stereo Modus. Ich denke, ihr werdet jetzt die Umgebung hier auf jeden Fall schon ein bisschen deutlicher hören können. Ich entferne mich jetzt hier wieder von der Kamera auf die Entfernung so von wieder 3-4 Metern. Ich denke, es wird jetzt schon sehr viel schwerer, mich zu verstehen und die Umgebung wird deutlich lauter drauf sein. Wir haben hier Vögel und auch einen Flieger, den ihr da hören könntet. Jetzt bin ich wieder 50 cm da und wir gehen gleich noch auf den 120 Grad Stereo Modus. So, und jetzt das Ganze noch zuletzt im 120 Grad Stereo Modus. Ich bin wieder 50 cm weg und begebe mich wieder nach hinten. Jetzt so 2 Meter weg, vielleicht jetzt so bei 3 Meter, 4 Meter rum von der Kamera weg.
Und ich gehe davon aus, da ist jetzt hier gerade ein Auto vorbeigefahren, das werdet ihr schon deutlich hören und meine Stimme vielleicht nicht so arg. Ich habe hier auch noch eine Kamera, die euch das Ganze von der Seite zeigt, dass ihr so ein bisschen den Abstand sehen könnt. Jetzt bin ich wieder 50 cm weg von der Kamera und ihr solltet mich wieder deutlich verstehen. Bei 120 Grad Stereo natürlich auch sehr deutlich die Umgebung. Hier jetzt noch kurz aus dem Studio. Ihr könnt sehen, es ist ringsrum eigentlich gedämmt, bis auf die hintere Wand. Da ist eine Leinwand. Ansonsten habe ich überall noch Dämmstoffe, die hier so ein bisschen den Schall unterdrücken sollen. Ich möchte ja euch einfach kurz zeigen, wie so das Grundrauschen vom Mikrofon ist. Ich habe es in der Einstellung, bin 50 cm weg, in der Einstellung zum Vloggen, also ganz normal eingepegelt auf 12, minus 12 bis minus 6 dB. Und ich bin jetzt mal leise, dass ihr hören könnt, was das Mikro für Geräusche macht. Das war's jetzt. Ich habe auch wirklich nur ein Licht hier jetzt gerade als Beleuchtung. Das hat keinen Lüfter oder macht irgendwelche Töne. Es war also wirklich das Grundgeräusch vom Mikrofon, wenn es eingepegelt ist. Ich glaube, das ist sehr gut, aber das werden wir dann natürlich jetzt gleich im Video noch sehen. Insgesamt bin ich mit dem Mikrofon schon sehr zufrieden. Klar, preislich ist es jetzt nicht das günstige, was man so haben kann. Ich habe zu Hause auch noch das Rode VideoMic Pro Plus und das Rode Video Micro. Da will ich das Ganze auch mal noch dagegen vergleichen. Aber ihr habt, wie gesagt, hier eben den Vorteil, ihr braucht keine Batterien, wie zum Beispiel bei dem großen Rode, oder eben ein Kabel wie beim kleinen. Ihr könnt euch das Ganze einfach alles sparen und das hat halt eben auch seine Vorteile. Aber ihr könnt es natürlich nur an kompatiblen Canon-Kameras nutzen. Also da müsst ihr halt drüber nachdenken. Wenn ihr jetzt natürlich nur Canon benutzt, dann ist das schon eine gute Lösung. Wenn ihr mehrere Hersteller nutzt, dann müsst ihr da vielleicht zu anderen Mikrofonen greifen. Das war es dann jetzt von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch ein Like da. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann könnt ihr die ganz einfach in die Kommentare schreiben. Ich versuche das dann zu beantworten, beziehungsweise auf die Anregungen oder Verbesserungen einzugehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.